Willkommen zur Fahrschule. Mein Name ist Soran, ich bin der Fahrlehrer und dein Coach. Wir kommen hier zum 4. Video und es geht hier um die Blicktechnik. Denn bevor du ein Fahrmanöver durchführst, zum Beispiel Fahrstreifenwechsel oder Abbiegen, dann musst du erstmal richtig absichern, damit nichts passieren kann. Ich zeige dir, wie es geht und wie du das zu Hause üben kannst. Auf geht's! Um ein Fahrmanöver sicher durchführen zu können, bedarf es ein wenig Übung in der Blicktechnik. Es ist leicht, etwas zu übersehen und es könnte große Folgen haben. Schließlich wollen wir ja keinen Unfall verursachen. Deshalb müssen wir alles absichern, bevor wir uns mit unserem Auto unter anderem mehr als einen halben Meter nach links oder rechts bewegen. Oder wenn wir zum Beispiel die Fahrtrichtung wechseln. Hier könnte ja jemand von vorne oder von hinten kommen. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Das, was wir sehen, wenn wir in den Spiegel gucken. Im Innenspiegel siehst du den Bereich hinter deinem Fahrzeug. Im linken Außenspiegel siehst du diesen Bereich. Und im rechten Außenspiegel die rechte Seite hinter deinem Fahrzeug. Wenn wir nach vorne gucken, dann sehen wir ca. 180 Grad. Das ist unser Blickfeld. Und das, was hier rot eingezeichnet ist, sehen wir leider nicht in unseren Spiegeln. Deswegen nennt man das den toten Winkel. Es gibt noch weitere tote Winkel, dazu komme ich später nochmal. In diesem Beispiel sehen wir den Fußgänger im Innenspiegel und im rechten Außenspiegel. Sobald er im Außenspiegel verschwindet, befindet er sich im toten Winkel. Mit dem Seitenblick oder auch Schulterblick genannt, sieht man ihn im toten Winkel. Biegt man ab, können sich andere Verkehrsteilnehmer im toten Winkel befinden. Da hilft nur der Schulterblick. Wenn hier beide Fahrzeuge die gleiche Geschwindigkeit fahren und wenn der Autofahrer keinen Schulterblick macht und den Fahrstreifen wechselt, dann ist der Motorradfahrer in Lebensgefahr. Deswegen gut absichern. Die Reihenfolge, wie man alles richtig absichert, ist ganz einfach. Kurzer Blick in den Innenspiegel. Dann in den Außenspiegel, Blinker an, der Schulterblick und dann abbiegen oder Fahrstreifenwechsel, je nachdem. Wenn es länger dauert, bis die Straße kommt, wo man abbiegen muss, dann sollte man auf jeden Fall nochmal vorher in den Außenspiegel schauen und den Schulterblick machen. Das nennt man die doppelte Absicherung. Damit man nicht zu lange wegguckt, ist es ratsam, zwischendurch immer nach vorne zu schauen. Also Innenspiegel, nach vorne gucken, Außenspiegel, nach vorne gucken, Blinker an, Seitenblick und abbiegen. Trainiere dir das gut an. Das funktioniert, indem du das immer wieder wiederholst. Denn das ist ein Handlungsablauf, den du dir antrainieren musst. Aber das kannst du auch zu Hause üben. Das geht so. Wir brauchen erstmal einen Stuhl. Wenn du magst, dann kannst du an die Wand ein Foto vom Innenspiegel und von den Außenspiegel hinhängen. Muss aber nicht sein. Es reicht auch, wenn da irgendein Bild hängt, was du dann anvisieren kannst. Es müssen auf jeden Fall keine echten Spiegel sein. Die hast du dann in deinem Fahrschulauto. Hier geht es nur darum, dass du später beim Fahren nichts vergisst. So, jetzt brauchen wir noch ein Lenkrad, zum Beispiel einen Topfdeckel. Der Blinker befindet sich links. Nach unten blinkst du nach links und nach oben blinkst du nach rechts.
Mit dem Deckel kannst du auch gleich das Übergreifen üben. Und los geht's. Innenspiegel, nach vorne gucken. Außenspiegel, nach vorne gucken. Blinker, Schulterblick und lenken. Und gleich nochmal. Innenspiegel, nach vorne gucken. Außenspiegel, nach vorne gucken. Blinker, Schulterblick und lenken. Am besten wäre, wenn dir jemand sagt, wohin du fahren sollst. Nach links, nach rechts und so weiter. Du kannst dir auch eine Tonaufnahme auf dem Handy machen. Links, rechts, rechts, links. Dann einfach abspielen. Üb es jeden Tag. Dann wird es ein Automatismus und du wirst keinen Schulterblick mehr vergessen. So, es gibt noch weitere tote Winkel am Fahrzeug. Die Bauart des Fahrzeugs kann dir die Sicht auf andere Verkehrsteilnehmer verdecken. Zum Beispiel die B-Säule, aber auch die C-Säule oder die A-Säule vorne können dir die Sicht verdecken. Hier besonders gefährlich, wenn man keine Vorfahrt hat und in die Straße reinschaut. Können Radfahrer, Motorradfahrer, aber auch andere Autofahrer übersehen werden. Hilfreich ist es, wenn man sich etwas nach vorne bewegt, während man da vorbeifährt. Es kam schon in praktischen Prüfungen vor, dass der Fahrschüler da zwar reingeschaut hat, aber das Auto nicht sehen konnte, weil er genau hinter der A-Säule versteckt war. Vorfahrt nicht beachtet, Prüfung nicht bestanden. Eine gefährliche Situation, die auch erfahrenen Autofahrern passieren kann. Hier, der Transporter ist gerade so zu sehen. Wenn das jetzt ein kleineres Auto wäre, zum Beispiel der Smart oder ein Radfahrer, dann wäre er überhaupt gar nicht zu sehen. Und wenn man auf der Straße einfach nur geradeaus fährt, muss man den rückwärtigen Verkehr immer im Auge behalten. Deswegen mindestens alle 7 Sekunden einen Blick in den Innenspiegel werfen. Und im Außenspiegel kann man den Seitenabstand kontrollieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wir können jetzt abhaken bei der Blicktechnik. Ein Spiegel, Blinker, Schulterblick. Du kennst die Reihenfolge, wie du richtig absicherst, bevor du das Fahrmanöver durchführst. Und wir kommen beim nächsten Video in die Leistungsstufe. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Deswegen nicht vergessen, abonnieren und Glocke betätigen. Viel Erfolg bei deiner Ausbildung.